Seit wann gibt es New? Okay. Weil ich vorher schon vor 'ner Stunde live gehe. Alter, der ist gezogen. Custom Items, Mouse. Äh, ich schau mal nach dem Mouse. So, Mouse Wheelie. Ich installiere jetzt nur die nötigsten. So, so, Dium. Okay. Äh, wie, Camel Utility. Was war's noch? Map. World Map. Map. Ich habe Ubuntu einfach neu aufgesetzt. Ich glaube, das sind alle. Habe ich Oh, ich habe noch gar kein Licht an. Upsi. So, Licht aus, Licht an. Ich muss noch kurz hinter mir Licht anmachen, aber währenddessen kann ich schon mal auf Play drücken, weil ich glaube, ich habe nix vergessen. Hast du meinen Kopfhörer runterfallen lassen? Es ist noch nicht mal installiert zu Ubuntu. Äh, Passwort. Warte, habe ich jetzt groß oder klein geschrieben? Ah, .com. Passwort. Stell dir vor, ich hätte jetzt so 'n Overlay eingeblendet für meine Tastatur. Willkommen, Voodoo-Live. Danke. Healing up. Ja, macht ruhig. Und hoffentlich stürzt es nicht ab. Installiert. Controlling hätte ich noch installieren können, aber ist nicht wichtig. Journey mehr brauche ich nicht. Kann ich das klein machen? Test. Hier ist halt hier steht noch so Ubuntu, weil ist nicht installiert. Ich habe einfach auf Trial Version gemacht. Netzwerk ist auch stabil. Sieht gut aus. Ich kann hier noch gucken. Ah, kann ja gucken, was am meisten Speicher verbraucht. Documents Cursor Schmalgus Install. Launcher. Der Launcher verbraucht sehr viel. 300. Geil. Merkt euch 309. Hier wird später was größer leuchten. Oder? Nö. Oh, warte, muss ich das? Muss ich das neu scannen? Also, was war nochmal die Tastenkombination fürs Neuscannen? Habe ich ganz vergessen. Tastenkombination. Steuerung O. Also, das war der. Aber ich habe hier oben auch nicht dieses Ressourcenwerte drin. Ah. Okay, Sodium extra macht Probleme. Das heißt
Sodium extra raus. Spielabsturz, ja. Spielen. Ich verstehe das Risiko. Ich hoffe einfach, dass es mit Mods jetzt klappt. Bisschen mir noch in der Ecke. So. Passt. Porscht, alles. Aber es triggert mich, dass es hier wie bei Mac oben ist. Leiste. Leisteneinstellung. Nee. Nee. Äh. Hallo. Ah. Weiß, dass ich noch in dem bin. Minecraft startet. Höre ich noch eben die Leiste. Warte. Wenn ich Schreibtisch mache, ist es da. Wenn ich senkrecht ist es so. Die waagerecht mache, ist es so. Objekte, ne. Hä? Ne. Press enter to enable the narrator. So. Gucken wir mal. Welcome to cool. SP00 network. SP00 network. SP00 network. SP00 network. SP00 network. Keine Ahnung, was er sagt. Menu. Use Mickey Mouse CURSR or tab BTT and 2SLCT kit. Tab big menu. Ich habe Exit Minecraft gemacht. Gut. Wollt ihr das? Ne. Eisrassing gemacht? Ja. Vielleicht funktioniert Sodium auch nicht. Stimmt, das kann ich ausprobieren. Sodium, das sorry, vergessen Sie. Danach werde ich einmal alle Eigenschaften hier drin. Nein, das drin muss da bleiben. Liste. Wie habe ich den mal nach unten gebracht? Ich konnte die doch irgendwie nach unten bringen. Waagerechte. Ah. Okay. Press enter to enable narrator. 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 Off. No. Nein! Ich weiß auf jeden Fall, dass es an Sodium liegt. Warte, kann ich Sodium irgendwie upgraden? Warte. Wartet mal kurz. So. Ne. Ja, es hat doch. Ne, es hat ja nicht geklappt mit Sodium. Ich bin schon mal durcheinander. Sodium. Sodium. Ich weiß noch, welche Nummer hat. Dessen zu beweisen.
Okay. Sodium. Ne. Sodium. Mod. Da. Welche Version ist das? Game Version. Sodium. Ach, egal. Ich weiß auf jeden Fall, dass es an Sodium lag. Den lasse ich jetzt aus. Und jetzt können wir endlich spielen. Ich hätte noch oder? Gibt's Opt Optifine hätte ich noch reinmachen können. Ach, egal. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Mauswheel habe ich halt gemacht für Chest. Sodium ist halt ja auch löschen. Minimap. Fun Fact: Es bleibt nicht gespeichert. Weil ich es nicht installiert habe. Das ist immer noch eine Trial-Version. Ich glaube, wenn ich es lösche, ist es weg. Also wenn ich Shutdown mache. Werden wir sehen. Am Montag kommt meine Festplatte, dann werde ich Ubuntu darauf fest installieren. Ja. Options. Musik. Dann Video Settings. Scale 3? Ne, 2. Mach immer, oder? Ich mach immer 2. Finde ich am besten. Fast. Ja. Es ist Logo on. Auto Jump aus. Show Subtitles an. Hey, Contrast aus. Sneak Hold. Ja. Das dauert jetzt ein bisschen. Ne, dann. Source Packs. Habe ich auch nicht. Oh. Ich liebe dieses Monochrom-Logo. Video Settings Controls. On. Sneak. Wind. So, ich muss das mal kurz machen. World Map. Open World Map M. Zoom out Minimap. Das. Ne, Zoom out das. Zoom in das. Not bound. Quick Waypoint. Ist das nicht Plus? Oh. Hä? Hä? Hm. Was ist das? Weiß ich nicht. Mauswheelie lasse ich alles so, wie es ist. Zoom. Zoom mache ich immer mit dem. Ne, Zoom Settings. J. Animation. J. K. Third Person Settings L. H. Custom Third Person. O. I. Das sind nur Settings. Cinematic brauche ich nicht. Zoom mache ich hier mit. Third Person Zoom mache ich mit F. Warum werdet ihr nicht wissen? Oder? Ne, warte. Zoom mache ich mit Left Shift. Ist egal warum. Third Persons Detach. Detach Camera. F7, F6, ja.
Dash Camera mache ich mal auf F8. Hide Player mache ich mit P. Boah. Dann FOV mache ich auf 77. Distance zuweisen lasse ich so. Singleplayer. Ah, ich bin immer noch. So. So. Mein Freund hat hier diese Key-Dinger vor allen Dingen. Das sind keine Keycaps, das sind Joysticks. Grips. Abgemacht von meiner Switch. Obwohl ich die eigentlich voll geil finde, weil man rutscht weniger. Aber Geschmackssache. Das sind halt so durchsichtige mit so Noppen. Warte. Ja, die. Ah. Der morgige Stream wird nicht auf Ubuntu laufen, sondern auf. Vergessen. Irgendeinem anderen Linux, was noch leichter ist. Zwar nicht so aus wie so ein Desktop. Ach. Lass die Welt mal generieren. Ich habe bei FPS. Weil ich die Sichtweite wieder vergessen habe. Video-Setting. Render Distance 6, Simulation Distance das. Maximal Framerate. Echt 30. Mehr kriege ich eh nicht. Tot. Options. Das. Rendering False. Qualify Minimal. Typology. Low Impact. Dessen zu weisen macht. Gar nichts. Hm. Ich glaube, du kannst doch irgendwie das Grafikrezept packen. Aber was? Hm. Ob- Ich habe meine ganzen Tasten noch nicht so schon wieder vergessen. Oh. Wir haben Game Freeze. F6. F7. Aber ich habe ja hier noch die Tasten. H. Ich habe halt hier auf dem Maus, dass ich das, wenn ich das nach links drücke, die Maus, zoome ich. Okay. J. Also reinzoomen. Guck mal. Ah, es leckt manchmal so. Das liegt halt daran, dass ich keine Optifine oder so habe. Das Game ist pausiert. Nur ich sehe es noch nicht. Warte. H?
Score sind. Also wenn ich jetzt F6 mache. Hm. Warte, was ist, wenn ich K drücke? Zoom Animation. L? Ja. H? W H? Reset. Op Options? Controls? Key binding? Camera Utility. Custom Setup. Dash Kamera muss ich sagen. I und O war's. Aha. I. Pff. Warte, ich kann es mal aktivieren. F6. I. Sehr weit hin. Sehr weit oben. Und das mache ich bei 0. 30. 25 Grad. Inverted. Okay. Und dasselbe möchte ich jetzt noch hierfür machen. Das heißt, ich drücke O. Einfach Zoom. Einfach X-Ray. Also das. Ich gucke gerade nach oben, jetzt gucke ich nach unten. That's weird. That's weird. Oh. Offset. Ne. Ja, ich muss erst F7 drücken. Wo bin ich? So, ich bin ich. Offset. Inverted. Okay. Ich habe. Kann einfach durch die Wand gucken. Ja. Ja, noch Freecam. Wäre noch geil. Ich kann jetzt aber das machen. Okay. Ganz ehrlich, ohne Performance-Mods geht gar nicht. So. Gamma Utility fehlt mir. Text Free Levels. Äh. Äh. Das System has crashed. Als ich mal gespeichert habe. Okay. Mein Gott, ja.
Oh. Was wollte ich noch? So, Gamma Utility. Ne, Gamma Utility. Okay. Maps sind, was will du sagen? Kamera Utility jetzt. Das ist langer. Mine Sodium 1.20.2. Äh, äh. Hä? Komm, ich nehme. Was ist das für eine Datei jetzt? Okay. Also warte. Warte. Tanzt. Mods. Punkt ja. Zone.ja. Also, in Ordner anzeigen. Warum kopieren? Warum V? So. Okay, warte. Ich wollte einmal googeln. Ich kann schon mal Minecraft neu starten. Weiß nicht, ob man den Launcher neu starten muss. Minecraft? Ja. Das anheften. Die, ich habe das bei Joe gesehen, deshalb. Oh, wir können es ausprobieren. Weil ich wollte noch Controlling. Ne. Mod-Menü. So, mal gucken. Play. Gucken. Was ist das? 2 Error-Messages. Geht ja noch. Geht ja noch. Nee. Okay. Dann. Suche. Ob die ein. Warte. Optifine. Also in Fabric. Optifabric. Ab.
So, mal gucken, ob es jetzt läuft. Mal gucken. Intanz, das, Mods, Bau. Guck mal, wie noch vor 20 Uhr das Spiel spielt. FPS. Ja. Das kann eigentlich nur noch am Mod-Menü liegen. Alter! WLAN. What? Ich frage mich jetzt nur, wo Minecraft bleibt. Ah, da ist es ja. Ich freue mich schon, wenn die Festplatte ankommt. Zustellung Montag. So. Options, Controls, Keybinding. So. Folgendes. Gamma Utility. Gamma Toggle. Night Vision Toggle. Gamma. Okay. Toggle Free Cam App. Reset Type. Config. J. L. Wann lerne ich's? H. K.
Alter. U, I, O. Dann U. Ah, okay. Nein. O, I. Hä? Ausspielen ist mir grad egal. Gamma Utility G, ja, guck, ne? Control Player. Ah, wenn ich jetzt Freecam mache, steuere ich jetzt die Freecam. Wenn ich jetzt O drücke, ne, wenn ich jetzt I drücke, steuere ich den Spieler oder die Kamera. Aha. So, und was ist O? O macht gar nichts. Ich dachte, ich hätte es eingestellt. Oh, ich habe Doppelton. Fällt mir früh auf. Reset Tripod O. Was ist Tripod? Okay. Äh, dann konfiguriere ich mal. I. Ne. Hä? Movement-Option. Fly Mode. Creative. Okay. Visual. Okay. Wie platziere ich 'n Tripod? Also, ich kann nicht mehr durch Blöcke fliegen. Aber durch so was Blätter, ne, sind auch einfach was okay. Sache. Was ist Tripod? Weil hier steht ja Reset Tripod. Aber wie aktiviere ich Tripod? Hm, keine Ahnung. Oh, hä? Ne, ich habe keinen Zoom mehr, aber okay. Ich habe 30 FPS. So, sieht doch gut aus. Ich baue extra diesen Baum ab, weil der nicht schwebt, hoffentlich. Ich mache mir dann Steintools. Warte, eine Sache wollte ich noch ausprobieren. Gibt jetzt hier diesen hin. Aha, aha. What? Äh, okay. Cool.
Klar. So. Crafting Table. Sticks. Kann das doch. Braucht so viel Steine, bis sie kaputt geht. Das sind ein paar. Warte, ich muss mal kurz gucken, was die Mod kann. Open Config Screen. Okay. Config. Pick the current tool ist J. Warte. Pick the current. Okay. Was? Habt ihr das gesehen? Oh. Ach du Kacke. Toolpicking. Miniklick. Okay. Ach, Kacke. No. Yes. Okay. So. Ich muss noch lernen, mit diesen Mods umzugehen, deswegen gehe ich so oft hier rein. Freecam. G und H. Warte. G, Gamma und H. Option. Gamma. Degrees Gamma. Maximal. Okay. Okay, okay. Es ist kein Just Enough Items hier. Äh. Besser. So.
Schaufel. Axt. Und eine. Oh. Okay. Kann ich hier einstellen? Sorting. Open. Konto. Gerne. Muss. Warte. Wo dann? Toolpicking? Nee. Wisst ihr, was ich meine? Ich will, dass ich, Sorting. Da. Aha. Ja. Okay. Slash Game Rule. Keep. Ja. Äh. Slash P. Unterstrich live. Wo war ich? Irgendwo bei Spruce. Hier war ich. Ja. Jetzt habe ich ein paar Blöcke bekommen. Nicht nochmal. Nicht nochmal. Habt ihr das gehört? Warte, was ist eine Edition? Night Vision und Gamma. Oh. I'm drowning. Man sieht, das ist normales Gamma. Das ist normales Gamma. Und das ist minimalstes Gamma. Äh. Normales Gamma. Normal. Nein. Sieh mal so. Ja, Night Vision. Äh. Oh Gott. Warte, ich muss kurz mal. 2, 3.
Wait. Heißt lieber ein Tool. Hm. Äh. Hab ich hier noch ein bisschen. Ja. Ich hab meinen Ofen vergessen. Ist das ein gewesen? Oder war ich einfach nur. Gibt sehr viele Endermen hier. Da ist ein Creeper. Hat nicht so funktioniert, wie ich gedacht hätte. I panic. So. 3, 4, 7, ne. 6, 5. So. Nein. Nein! Alter. Hä? Ich verstehe noch nicht, wie dieses Toolpicking funktioniert. Oh, Toolpicking. Wenn ich das mache? F. Guckt euch das mal an. Nee. Aha, jetzt. Nein. Hä? Ich werde sterben. Dummer Song. Nein! Ah! Wieso kann man sich einstellen? So. Klappt doch jetzt.
Haben die überhaupt ein Flash gedroppt? Ne. Die haben gar nichts gedroppt. Hä, wieso nicht? Und tot. War doch nicht. Was ist mit diesem Baum passiert? Was ist der hier? So. Nur ein bisschen Lachs. Oder taktischer Tod. Je nachdem, was ich als erstes bekomme. Lachs. Der fällt auch nichts auf. Was mit dem passiert? Hat man das gerade gesehen? Ist einfach geflogen. Ist hier irgendwie Schaf oder so? Zombie? Ich habe keine Zoom-Mod. Die Zoom-Mod. Aber es spawnen einfach keine Tiere. Und darüber mal sprechen? Wenn der mich angreift, bin ich tot. In die Richtung gehen wir mal. Das war taktisch. Lässt euch das Game pausieren? Darüber mal nachgedacht? Hm. Auf keine Links klicken. Die können euren PC zum Absturz bringen. Ich meine, warum ist das so? Entweder wegen der CPU-Leistung oder weil das Ganze auf dem USB-Stick läuft. Einem schlechten USB-Stick 2.0. Schwein, 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 Schwein. Schwein. Nee. Wie heißt das? Hä? Äh, äh. Und weg. Lauf. Links seht ihr die Framerate. Wie flüssig das Game läuft. 60 wäre komplett flüssig und oben sind 30. Das heißt, wenn ein Balken über 30 ist, hatte ich kurz Frames unter 30. Und rechts sind die TPS. Ah. CPU 100% seht ihr oben. Das ist aber auch ein Intel Pentium. Aber ich finde, es läuft flüssig. Suche noch nach einem Spot für eine gute Base. Ich weiß nicht, ob hier einer ist. Ist das eine Insel, wo ich bin? Das ist eine Insel, wo ich bin. Hm. Und sollte ich mir mal angewöhnen, was war.
was Helles anzuziehen. Weil man einfach nichts sieht. Ich bin einfach hier nix. Hoffentlich bekomme ich zu Weihnachten eine neue Webcam. 10:20. Sich. Wir haben gerade in der Schule Wichteln. Und ich habe eine Person gezogen, mit der ich wenig Kontakt habe. Also mittelmäßig Kontakt. Das ist nicht die Person, mit der ich am wenigsten Kontakt habe, aber auch nicht die Person, womit ich am meisten Kontakt habe. Das wäre nicht schön. Aber es ist, wie es ist. Und ich weiß nicht, was ich dir geben kann. Wood Portal! Wood Portal! Wood Portal! Flint. Anwickeln. What? Ich kann nicht so schnell muten, weil. Okay. Und es Silk Touch. Wie viel Durability haben die denn? Ja, hat. Richtig wenig. Geht nicht. Ich habe auch kein Eisen. Hocke machen können. Kaltes Portal vervollständigen. Ne. Vielleicht mit Wassereimer. Ich meine, es regnet. Regen ist das Schlimmste. Vierer? Das ist ein Vierer? Ja, das ist auch ein Dreier, oder? Oder? Ne, das ist ein Vierer. Cool. Ist das Cheaten? Und die TPS sind flüssig. Die Framerate eher nicht. Und na gut, TPS droppen auch hier und da mal. Aber X-Ray. One Block. Hart. Wie heißt das nochmal? Bei der Maus. Oh. äh, äh, Mini haben? Mini? Hat? Mini hat. Und Mod. Komm.
Mal gucken. Es ist mehr so 'n mal gucken. Ich meine, ich lerne daraus, was ich dann später auf der Festplatte wirklich installieren kann. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich nicht mal weiß, ob die Festplatte in meinem PC passt? Ich ich denke, sie passt, weil's auf den Bildern so aussah, aber ich weiß es nicht sicher. Es ist jetzt nur noch so 'n Try and Error. Gucken, was geht, was nicht geht und daraus Informationen sammeln. Es kann sich ja komplett noch ändern, wenn ich das wirklich fest auf Festplatte installiere. Im Moment habe ich gesagt: „Ne, Linux installieren brauche ich nicht“, weil ich da ich gibt's 'n Adventskalender? Warte. Warte. Game, bitte Crash. Was ich jetzt natürlich nicht tun kann. Warte. Von wann Vanilla Minecraft? Ist es 'n Adventskalender? Äh, 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 äh. Ah, warte. F11. Minecraft Launcher. Oh, gespeicherte Zugangsdaten gar nix. Hä? Ja, angemeldet bleiben. Hi. Ja, ich kann jemandem Minecraft schenken. Ja. Fun Fact: Ich muss noch beim Recyclinghof anrufen und vielleicht kriegt der alte PC-Hardware. Oder ich fahre einfach hin. Übermorgen? Ne, Mittwoch fahre ich dahin. Da habe ich Zeit. Weiß noch nicht mal, wann der auf hat. OneBlock. Er hat mir wurde ein Video per WhatsApp geschickt. Ah, Virus und Bedrohungsschutz. Brauche ich nicht. Warum ist eigentlich bei WhatsApp der Chat, wenn ich den öffne, ganz oben und ich muss erst mal komplett auf den Knopf drücken, dass er wieder nach unten geht? Äh Das Auto will ich haben. Warte, welche Mods habe ich denn jetzt noch drin? Ich glaube, habe ich das jetzt rausgenommen?
Eine Kiste mit Samen, damit kann ich dich einsammeln. Ich hatte mein Mikrofon noch gemutet. Was ist ein Chest? Cat Oak Love. Witseeds. Ne, das ist immer noch Englisch. Warte. Dort. Hm? Kenne ich nicht auch das gute dort? Sobald ich einen Wassereimer habe. Warte. Okay. Ich habe eine Schaufel. So, ich habe jetzt hier einen Block platzieren kann. Warte. Hä? Oh. So, jetzt habe ich meine Plattform um 1 nach unten bewegt. Was worth it? Yes. Ich bin State 0. Ah! Okay. Was? Dufts her. Hallo Timo. Ups. Schubst mich jetzt nicht runter. Triggere ich euch, dass ich noch keine Axt gemacht habe? Triggert es euch? Triggert es euch? Triggert es euch, dass ich noch keine Axt habe? Triggert es euch? Triggert es euch? Ich habe keine Musik an. Das stimmt. Und ich habe noch nicht Vollbild. Das stimmt auch. Falsche Tastatur, Windows D. Musik, Windows D. Musik. Christmas Special. Das. Oh. Da stand irgendwas von los. Ja, wenn ich ins Void falle, wahrscheinlich. Fun Fact: Blocks like gravel falls. Ha! Tun sie das? Darunter ist ein Block platziert. Ich habe mich geopfert, um da einen Block platzieren zu können. Ist schon schlau von mir. Gut. Ich hätte mich nicht opfern müssen. Okay. Wasser. Kiste. Eimer. Guck mal. Da ist er. Ich möchte auf einem Level sein, dass ich das auf Augenhöhe habe. Ah. Muss auf dieser Höhe stehen. Schwein, du lebst gefährlich. Kills 0. Death 1. Okay.
Wir haben einen Death Counter. Das ist schon mal gut. Ich aktiviere mal Night Vision. Forever. Was? Forever. Cat Vision. Surge. Oak Block. Craft Dirt. Craft. Ich liebe diese. Was heißt einmal? Bucket. Shiny Sit in Cold Thing. Aha. Ah. Wasser in Minecraft ist so weird. Warte. Was er wartet. Wurde gerade gegravelt. Hä? Ich bin in Tutorial. Oh. Das muss jetzt spawnen, bitte, ja. Ich habe Gras. Dirt. Gras, Dirt. So. Nein! Was klicken ist eher nervig. Okay. Lass das nochmal ein bisschen spreaden. Ne, das war dumm. Block hier haben. Und platziere ich hier einen Sapling. Und hoffe mal, dass er wächst. Warte, gibt es ein Auto-Tools-Popper? Ne. Mein Mod-Text, das. Tool. Tool. Einige würden jetzt entschieden erzählen. Ne, glaub nicht. A und C. Infobiome. Was ist hier, wenn ich einfach. Ah, da oben. Mein Rendering Toggle. Biom, ja. Mal mit B. Ah! Okay. Okay, okay, okay. 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 Infobiome Register. Light Level. What? Overlay Peak. Ach, Kacke. Was sind das für Einstellungen?
Äh, Alter, das sind alles Einstellungen. Da kann man eben die Größe ändern. Äh, Generating. Äh, ne. Das ist 0,5. Ne, 0,6. Null Punkt sechs. Ja. Ich muss jetzt nochmal Infoline. Port, ja. Distance. Komm ich sagen. Ah, oh, danke. Mir kommt keine Million. Groß essen. Alter, ich mich glaube so. War eigentlich nur auf Stein.
Halt einfach nur noch, warte. Ich habe meine Maus so. Hier drücke hier und ziehe hier mal hoch, damit ich das Tool wechsle. Das ist aktuell meine beste Methode. Anderes Holz. 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 So. Ich sehe leider nicht, wie viele Blöcke ich abgebaut habe, oder? Gibt einen Kasten. Vielleicht könnten wir die Plattform ein bisschen erweitern. Open the Network. Adventure. Survival. Hacks. Du Hacks? Yes. Start LAN wohl. Hä? Ist es- ist wo? Oh. Hehehe. Vito. Warte. Der kann man nicht auf der Welt ändern. Nee. Und weiter geht's. Ja, ein bisschen die Plattform erweitern. Hier drum bauen. Kann man die Blog-Infos anzeigen lassen? Info-Blog. Page Arrow. Äh, Hier keine schöne Base geben. So. Will ich hier wieder hin? Oh, nee, ich bleib bei. Vielleicht bin ich hier Tiger Wood. Hä? Was? Test, 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 Test. Oh, da ist ein Fehler.
Fehler im System. Fehler im System. 18. Ausgangslautstärke. Test. So, jetzt kann ich immer die Lautstärke von meinen Kopfhörern regeln. Ich meine, ich kann das auch über diesen Schieberegler hier machen, aber egal. Oh, okay. Äh, Baum. Baum ist gewachsen. Baue noch nicht ab, weil ich hier noch nicht genug gemacht habe, damit das nicht runterfällt. Boah, Eisen wäre geil. Für Hopper. Moment. So. Erstmal, wir sind anstrengend. Oh, meine Axt ist fast kaputt. Aber meine Schaufel geht als erstes fort. Schaufel wird echt viel benutzt in Stage 1 Updates. Das ist auch noch Schrott. Okay. Save and quit. Quit. Kids by. Mal gucken, wie voll ist die Festplatte? Geht. Kann man bei Linux Web-Apps installieren? Linux Web-App. How to run website as apps. Web-App von Linux. Das klingt doch. Okay, das sieht einfach aus. Äh, ich glaube, ich brauche URL. Warum kopieren? Hm. Data erstellen. Name. Wo? Ja, Befehl. Steuerung. Hm. Doch nicht so einfach. Hm. Hm. Oh. Ich lerne jetzt mal. Ja, geht. Ich dachte, die Zeit, wo man
Solche von Menschen macht es bei aber doch nicht. Was gibt denn noch Ausflüge, worauf man reagieren könnte? Was wenn wir so halt ne. Ich weiß nicht mal, ob man darauf reagieren kann oder nachher mein ganzes Spiel mehr. Ah, okay. Weißen Kanal. Und zwar Super Mario Bros. Wonder Modding. Bin mal gespannt. Auf den Kanal habe ich noch Werbung. Oh, ich habe da gedrückt. One of the many things that Super Mario Bros. Wonder introduced to 2D Mario games is playable background and foreground Ich segments. kann sogar jetzt. Although this is nothing new Ja, for was habe 2D ich hier platformers gedrückt? as a whole, this is the Ne, first 5 game ist es I've nicht. modded that has this 1, feature. So I thought 2, today, why not have 3. a look at how these background segments are implemented behind the scenes and see what crazy stuff we can discover along the way. Okay. So you may be aware that the first background segment in the game isn't even Background zu ändern ist geil. background, it's a foreground section that appears during the first level's wonder effect. So I guess we can start our investigation there. Let's open up 1-1 in the Fushigi level editor and... where is it? Well, it doesn't take a genius to realize that this here is actually not a part of the main level internally, although it might look like it is. This is actually a separate area, and thus a separate file. Okay, but then what determines that this area appears in the foreground of the main area? Well, for that we actually have to scroll all the way to the end of the level, where you'll find this background area locator object. The reason this is all the way at the end of the level when it appears halfway through in-game is because of how the game's scrolling works. Objects in the foreground scroll faster, so by the time you're halfway through the level, an entire level's worth of foreground objects have already scrolled past, including the background area locator object. Anyways, how do I know that this object is actually what determines the position of this section? Well, let's mess around with it and see if things change. Here, I'll just resize the object a bit. Let's see what that's going to look like in-game. Yes, okay. So that's the funny thing about these background areas. Das ist interessant. Natürlich, der Vordergrund, also acht in dem Spiel, in Spielen ist es ja so, dass in so 2D-Spielen, die so Layers haben, Vordergrund ist schneller, Hintergrund ist langsamer. Normalisch ist halt, wo du drauf spielst. Und hat der Vordergrund, ich weiß jetzt nicht, ob alles verstanden der Vordergrund bewegt sich schneller. Das heißt, der Vordergrund ist schon hinter dem Ziel, wenn du da bist. Somit kann das hinter des Ziels wird dann vor dem Ziel sein. Verstanden? Versteht man das? Aber es ist brillant, wenn man's and versteht. locator objects, they render the area to perfectly fit within the size of the object, meaning things will get squished if the aspect ratios don't match. Anyways, we now know that Ich hole mir mal kurz was zu essen. Ludwig Podcast? Warum tut das denn jetzt nicht? Connection. Da, da, da. Ah, so. Weil's ja falsch ist. 116 aktivieren.
So, kurzer Doppelton, aber vielleicht passt es ja. Meaning things will get Oh, squished Kopfhörer. if the aspect ratios don't match. Anyways, we now know that it's this background area locator object that determines where background segments appear, and looking in other levels also confirms it. But I have another question that needs answering. How come the game knows to render this area here specifically when there are also other areas in the first level that just appear as separate segments? This one was actually quite confusing to figure out. Most levels in the game create links between each background area locator and the camera area of the area that they need to display. This stuff is quite easy to keep track of and change. But the weird thing to figure out is that 1-1 doesn't do this. This background area locator doesn't have any associated data, and yet somehow the game knows to display the level's third sub-area using this object. As it turns out, this is all determined by this level's area parameters. Background level segments have an area parameter called background's area type, which for 1-1 is set to normal. This parameter actually determines whether moving around in the background area scrolls the camera, since for some of the other level segments it's set to with scroll. So let's, just for fun, see what happens if I remove that parameter from this area and add it to one of the level's other areas instead. And there we go. So as it turns out, the game looks for the existence of this parameter to determine which area should be placed using a background area locator. The only reason most of the game's other levels use links for this is that those have multiple background areas in one level, so the game needs some way of distinguishing the multiple areas that have that parameter. After a bit more finagling, I also managed to get this underground sub-area to actually function properly. Let's just ignore the water and some other weird stuff. By the way, the fact that we remove that parameter from the original foreground area means it now has turned into a completely separate sub-area. This also shows an interesting difference between sub-areas and background areas, which is that now the wonder effect gets disabled once I go here, whereas usually, of course, it keeps going. Working on this background stuff also helped me realize another interesting thing, which is that the perspective of these background sections is completely faked. So you know how in real life, the further things are from you, the smaller they get? Well, no matter how far I put one of these background areas away in the background, their size remains the same. The fact that they usually appear smaller is because the developers actually manually resize these sections to appear smaller, or in the case of foreground areas, bigger. Like in the case of this underground section, Okay. Ich kann es gerade nicht übersetzen, aber irgendwie, ich liebe solche Hintergrundinfos. Warum macht man das hier offiziell? Das ist so interessant. Mir ist auch interessant, aber sowas? made the background area locator object twice as small as the camera area object it renders. This is because Super Mario Bros. Wonder actually uses an orthographic perspective for every element in the level, even the backgrounds. This means all 3D models are rendered as completely flat objects with no perspective shifts. The parallax scrolling only comes from pre-programmed scroll speeds that are determined by an object's layer. You might think, well, of course, isn't that how every 2D Mario game works? But no, New Super Mario Bros. U, for example, has fully 3D modeled backgrounds. If anything, Super Mario Bros. Wonder's backgrounds have more in common with classic sprite-based games, which I suppose is fitting given how cartoony Super Mario Bros. Wonder is. Anyways, let's try to get back on track. Remember my first custom Super Mario Bros. Wonder level I made last month? Well, that has a sub-area, so I suppose we might as well try making that a background area to see if we can apply what we've learned to an original level. For some reason, Fushigi doesn't want to open that level, so I guess we have to resort to once again editing the level as a text file. I added a background area locator object to the main area and changed the area parameters of the sub-area to make it a background area. Let's see what that's going to look like now. Oh, seems like I maybe didn't set the layer of the background area locator properly. Well, this looks funny. When we actually enter the area, well, we can't see a thing. Let's see if we can still grab the Wonder Flower. Oh, okay, so apparently Wonder Flowers teleport you somewhere outside of the level and instantly kill you if you grab them in a background area. Well, I suppose that means there's not really a reason to fix any of this then, it's a bit of a lost cause. Okay, so now we've moved, resized, and even created a brand new background area locator. But one more thing I wanted to try was rotating one of these objects. What's that going to look like in-game? Okay. Well, as it turns out, that doesn't do anything. It seems like the rotation of this object is completely ignored by the game's code. That does
does remind me that there's that wonder effect that rotates the level in World 4 that I've actually never messed with. Maybe that's something I'll look into for a future video. Because, speaking of which, yeah, I think we've done enough for today's video. If you'd like to learn more about Super Mario Bros. Wonder modding, or want to follow Einfach mal so ein bisschen rumklicken. Warum ist meine Kamera aus? Samsung! Samsung! Wer was anderes sagt, lügt. Samsung! Du Wow. kannst jetzt dein Essen liefern lassen. Aber nur wenn du in Eselreichweite wohnst. Dabei, bis gleich! Let's take a look at more sets that prove just how clever LEGO designers are. The A-Frame cabin is a fantastic set, but it's also hiding a handful of secret pieces. It's full of incredible details like this spider hiding in the attic, 21 carrot stems in the trees to represent bare branches, and the minimal yet genius outdoor shower. But this cabin is actually hiding something far more powerful. It seems that the stones on the front of this build are in reality 18 Thor's hammer pieces. Speaking of which, LEGO might have something of an obsession when it comes to cleverly adding powerful weapons into their sets. While plastic blasters pop up in many sets ranging from Marvel to Star Wars, LEGO has been sneaking these into other sets for many years. Just take a close look at the Indiana Jones River Chase set from 2008, and I don't mean the obvious machine gun up front. Specifically, check out the gas can on the back of the trunk, and you'll notice that the handle is actually made from a revolver piece. Perhaps not the best Cool. idea to mix with gasoline, but then again, I'm not quite the intrepid adventurer that Indiana Jones is. But that's hardly the Ich meine, die only Minifigur LEGO kannst du car with a behalten. little something extra under the hood per se. A fan named Otis told me about the Penguins Arctic Roller set from the LEGO Batman movie. If you look closely at the exhaust pipes under the front fender, you'll notice that each one is a gun. Warum zeigt er nach I vorne? guess I shouldn't be surprised. The Penguin is known for hiding a weapon in just about everything, but I also just want to point out the fish missiles on either side of the car. They're pretty simple, but I love the look. Now, the Daily Bugle is one of the largest LEGO Marvel sets on the market and is jam-packed with Easter eggs for fans. The set has been well documented, dissected, and discussed so much already, but there's one small detail that no one ever talks about: the taxi. Now, I get it. In a 2-foot-tall set with 25 minifigures, the small yellow cab isn't really anyone's highlight, but there is one small detail that you may overlook. The exhaust port on this car is also a gun piece. However, another small detail that might get overlooked in this build can be found way near the top. Resting comfortably on an air conditioner is a rather chill white bird who seems determined to Das not sind halt leave solche the nest Details. during all the commotion. Aber das But the rechtfertigt nest nicht den itself Preis. is actually a very clever usage of a part that was first released Sätze sind alle nice. Aber der Preis unverschämt. Manche Sätze sind einfach 30 Bombe, aber manche 22 Cent pro Teil fällen mir ein paar ein. So. Warum? Weil der Vogel sitzt. in an earlier Spider-Man set. In 2016, LEGO released one of the longest named sets ever. It was titled Spider-Man Web Warriors Ultimate Bridge Battle, and it featured a brand new piece. On the Kraven the Hunter minifigure, we got our very first ever LEGO fur collar. And since then, this piece has popped up on a couple more minifigures like this Viking, but in 3 sets, it's actually been used as a bird's nest. Aside from the Daily Bugle, it can also be found in set 10270, the bookshop, as well as in the Harry Potter Newt's Case of Magical Creatures. I love seeing LEGO using minifigure accessories in clever ways like this. Now, LEGO City doesn't get mentioned a whole lot around here because the sets are generally a bit smaller and simpler, which is why I was actually really excited to see this submission from Reddit user Sander Benny. The mobile police dog training set won't exactly turn a lot Cactus. of heads at first, but it does have one amazing design choice. Take a look at the policeman in the training suit and you may notice a familiar shape. If you're not sure, check out the Cactus Girl from the Collectible Minifigure Series 18. Yup, it's the exact same arms done in a brand new color to represent this bite suit for the dog trainer. What an exceptional use for this piece.
Speaking of arms though, the LEGO Ninjago Green Energy Dragon set features something quite unique. Underneath the saddle, there are two large black pieces that don't look like typical LEGO bricks at all, and that's because Hulk. they're actually LEGO Big Fig arms. Ja. Specifically, the exact same kind that was used in only one other set, the Gorilla Grodd Goes Bananas, where they were used as the titular character's arms. But getting back to cars, a fan named Thomas commented about the Ferrari 812's use of stud shooters as tailpipes. Unlike other cars, these bad boys can actually shoot studs, meaning that even if you could keep up with this speedster, you'd probably do best to give them plenty Sieht auch of nice aus. space. There's no way this is street legal in LEGO City. But you Oh, ja, mein Mikrofon gemutet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Muss ich dazu eigentlich noch irgendwas sagen? 19 Sekunden. Ja, das sind Prints, oder? Das sind Prints, aber der Rest ist Aufkleber. Lu ne. them plenty of space. There's no way this is street legal in LEGO City. But you see, it's not just the various blasters that are a danger on the streets of LEGO City. The LEGO Ducati set has a few neat tricks up its sleeve, but the one I want to mention was pointed out to me by a fan named Vuccio. The windshield of this set is a unique, transparent, light plastic piece that doesn't really hold its own shape. So to keep it in place, this set calls for the use of 2 red katanas. Very cool. But it seems that weapons aren't the only unconventional accessory that LEGO vehicles have made use of. Check out the Paranormal Intercept bus from the criminally underrated Hidden Side theme. A user going by the name Toxic brought up how this Ich finde den Teil war okay. Ich hatte nicht aktiv geguckt, habe mal so ein paar Folgen, glaube ich, gesehen. Aber Video war schlechter. set has paint rollers holding up the side mirrors Ah, so. and a golden unicorn horn for a hood ornament, which is a quite interesting addition. Paint rollers also make an appearance in the app-controlled transformation vehicle, which on a side note might be one of those bland names for a LEGO set I've ever seen. But if you zoom in a little on the cockpit, you'll notice them acting as controls here. Ja. Now, the 2021 Santa's Visit set was a great addition to the Winter Village line. Sorry. Kenn ich gar nicht. Das heißt, soll das die Lego Saturn darstellen? Ich habe die Lego Saturn. These Ja, sets für- always super, come with ja, great dann besser immer details noch. and genius part Eigentlich uses möchte that ich diese Lego Space Shuttles haben. I've Aber mentioned ich weiß ja on nicht, this wohin channel damit. before, but an anonymous fan pointed out something that I hadn't really seen or Clown. mentioned before. Nearly all of the greenery around the windows on this house is really just green claw pieces found on minifigures such as Wolverine and various Ninjago characters over the years. I also want to point out the trumpet under the tree. While it's not exactly to Das ist echt kreativ. scale, it's Ja, die Trompete auch, worüber er spricht, aber ist das ein Official Lego? Ist dieses Lego-Clam nicht eigentlich illegal, Bauti? Oder ist es nur so eine halb illegale? Ich muss schon weg. Ich finde es auch geil, wie da die gelandet ist. Ja. a really neat little construction. Now, you may already know that LEGO really loves sausage pieces. They come in about a dozen colors and seem to find more use as a decoration than as food. The Jazz Club set Siehst du? Da oben, würde ich sagen.
makes great use of yellow sausages as the top and bottom Ah, of da. the sign, as pointed out by MG Bricks. Likewise, remember the bookshop set I mentioned Ja. Das war erst die falsche Nummer. Ich, hier. Da unten. earlier? Well, if we go back and look at the trees of this set, we can see that the guard around the bottom is made out of 4 black sausages. In fact, these same pieces also appear on the Crocodile Das weiß locomotive ich. set on the front and back of the train, as mentioned by Brickboy Studios in the comments of my last video. And you can do the same if you've ever noticed a genius LEGO design or clever parts usage in a set. Tell me in a comment down below. Now, this set actually has another cleverly strategic part usage on top. Those red cables? Yeah, Wollte ich grad those are sagen. actually LEGO whip pieces. These red whip pieces are actually pretty rare and have only been used in 4 sets. 3 of those sets cost more than $100 each: the Razor Crest, the LEGO Ninjago City Gardens, and this locomotive. Each of these sets finds their own creative way to use Ist geil, wie these das red einfach whips as gerade something ist. other than a weapon. Funnily enough, the only set that ever releases a red whip as an actual whip is the only one that can be picked up without completely breaking the bank, and that's the Gandalf the Grey Brickhead set. However, there's another Brickhead's character worth mentioning here, but it has nothing to do with sausages or whips. The Lady Liberty set has a really genius design for her iconic torch that makes use of a truly unexpected piece, and you can't see it right here. Damals, wenn man angefangen hat, Brickhead zu sammeln. Alter, wie viel hast du denn? Alexa, wie viele Lego Brickheads gibt es? Ah, ja. Keine Ahnung. Aside from the fact that the Golden Flame is just a minifigure wig, the way that it's attached is very special. If you pull the wig off, you'll see that it's being held in place by a piece of lipstick. So I guess just because you're 150 feet tall and patina green from oxidation doesn't mean you can't also look glamorous. I wonder if she's ever used it. Now, interestingly, it seems that snakes are another part that LEGO seems to find several uses for. Let me show you one of my favorites, and as I do, please do me a quick favor and tap that subscribe button down below to support my channel. Okay, so a fan going by Roselatech noticed something interesting in the recent Ray Das. Castaway set, specifically the SOS sign. Now, if you're stranded on a deserted island, getting the help sign up is very important, but it looks like Ray here took matters to the extreme. Those 2 S's are snakeheads. Yikes. It seems that Ray is quite the wildlife hunter. It's also worth pointing out that the fishing rod that he's got Das war die Autospringen? is yet another whip. Look at the fish he caught, though. That'll make a great dinner. Getting back to buildings, though, the Grand Emporium of 2010 is not only very nostalgic, but also did something that I don't think I've ever really seen done before or since. Den Fensterputzer fällt mir grad auf. Ah, ne. Ich glaube, er wird auf die Blumentöpfe ansprechen. Tucked in the back corner Oh, doch nicht. Hä? Ich sehe es. Seht ihr es auch? Es sind die Umhänge. of the ground floor is a changing room, and as we know, these places really need to be private. Well, all it took was a few minifigure capes and a bendy Technic tube, and boom, instant curtains for a changing room. However, one of the most clever themes that LEGO Gibt eine offizielle Lego-Rolltreppe? Weiß ich gar nicht. has ever put out is LEGO Mixels. These little guys had so much going for them and just oozed with charm, sometimes a little too literally, as mentioned by a viewer. Die gab's auch noch The früher. Glorp Corp gave us slimy characters and several Schlange? clever pieces. Das There ist was sauschwierig. Quartz with his slimy starfish hands, Glomp featuring translucent green snakes dangling down as slimy drool, and Dribble with a translucent green crystal representing dripping slimy Ich finde snot. die Augen cool. Now, I adore the Mixels theme, but I can't decide if this was a genius use of LEGO Der pieces hat auch or Schlangen. just a disgusting one. However, on the topic of odd pieces, check out the globe found in Michael's office in the Office set. Da ist eine Katze drin. Ich habe Office nie geguckt. Warum ist also dieser Taka so komisch? Warte, ich hole mir meine Maus raus hier. Ja. Ja, Mausnahmen.
At first, it just looks like a minifigure head with a very detailed print. Es ist ein Minifigur Big Head, sowas wie Thanos. What's kind of funny is that LEGO actually does have a globe piece, but it was deemed to be too large for the Also ich dachte schon. scale of this set. However, there's actually a lot more LEGO sets with Hä, wo ist das? Ist er hier im Raum? Wenn man sich sieht? Oder hier hinter? Weil ich sehe ihn gerade nicht, den Globus. Könnte auch da drin sein. genius part usage that you can see by clicking this video that I made. So check it out and don't forget to subscribe. Big. Hä? I just bought this entire grocery store, which includes enough food to literally feed an entire city. And then I decided to trap this random guy inside. And every day you live here, I will give you $10,000 in a grocery cart. That's wild, dude. Let's go. Well, I'll give it to you in 24 hours. Oh, okay. This challenge could literally make Alex a multi-millionaire, which in theory means he could be in here for years. And it starts right now. All right, Jimmy's gone. Why would I ever leave? I could be here for. Okay. Komm rein da. I just bought this entire grocery store, which includes enough food to literally feed an entire city. And then I decided to trap this random guy inside. And every day you live here, I will give you $10,000. Okay. This challenge could literally make Alex a multi-millionaire, which in theory means he could be in here for years. Time to go. Ist die Frage, hat der sozial... Also wenn er ein Handy hat, ja. Er hatte mal einen deutschen Audioträger. Ich glaube, der ist ja krank. Grocery shopping, baby. Now, if Alex crosses this red line that we painted around the entire perimeter of the grocery store, the challenge is over and he walks away with his current winnings. And to make sure he stays inside, it's worth noting here that we have countless cameras covering every square inch of the grocery store. For my first meal on night one, I guess I'll cook the steak. I think this is just gonna be home base, this little corner of the grocery store. If I have meals like this every night, I'll easily be here for years. Day one complete. See you in the morning. It has officially been 24 hours and I got the first 10 grand. Alex! Hey! Do you feel this and confirm it's $10,000? It is. I believe you. Now we introduce the twist of the challenge. Basically, to receive the daily $10,000, you need to give me $10,000 in product from the store. And so you have to strategize what order to get rid of these items to stay here as long as possible. Oh, wow. Okay. Conveniently, there's a lot of electronics over there that are pretty expensive for day one. That's probably a good idea. I can't really eat a TV, so it's no use to me. You're 22 cents over. All right, let me check out. Do you have an MVP card? No. Would you like one? No. Do you want to sign up No. for? Here's your cash. Chris, take it away. Beep, beep. I will see you tomorrow with another $10,000 in cash. You should start strategizing what you're gonna sell me. This changes everything. I gotta start strategizing for the future. I have to figure out all of the stuff that I need to get rid of. Pet food, pet items. Jimmy could not pay me to eat this stuff. I swear. I got $10,000 worth of dog food right here. I think I'm just gonna get some rest, wake up early, because I'm gonna have to prep more items tomorrow. I got a lot of work ahead of me. Alex! What's up, Jimmy? Oh, hey! Is that what you're selling to me today? Today, it's dog food. Oh my gosh, this is gonna take us forever to move. Wait, can we do like a... I let him clap transition. Go for it. There we go. It's all over here at the register. Isn't that a cool effect? I love Beast Magic. We're at $9,991.80. And for the final item, we are now at $10,045. And something you should know, every single item Alex sells to me, we are literally gonna donate to charity. So don't worry, none of this is gonna go to waste. The next few days were kind of a breeze for Alex. On day 5, he sold me $10,000 worth of produce. All this produce here, they're gonna go bad very fast. On day 6, he sold me a bunch of diapers. And on day 7, 8, and 9, he cleared out an additional $30,000 worth of products. He even discovered the back room of the store, and since he hasn't showered in 10 days, he built his very own makeshift shower.
Ba-bum. and laundry systems. Rub-a-dub-dub. Hey, how's it going? What's up, Jimmy? All right, as of now, give me an honest answer. How far do you think you're gonna go? Oh, I mean, I feel like 100 days for sure. Oh boy. Depending on how long Alex lasts, this may just become my most expensive video ever. But I'm prepared for that. Holy crap, dude. I don't care if you go a year. I got the money. Who put all this in here is what I want to know. The bank. You will get this once I get my $10,000 in items. All right, today I have more TVs. Who goes to a grocery store to buy a TV? Why are these here? Now, Alex, be honest with me. Did you empty out any of these TV boxes, fill them with rocks, and keep the TV? Dogs. All right, I trust him, even though that was not what I was asking. Approaching day 11, Alex began to get pretty efficient at picking which items to sell. $10,001.89. And since I had to leave to go film a video where I stranded myself on an island, This is not comfortable, but let's pray we get like 30 minutes of sleep tonight. we had someone else drop off the money for Alex. We call him the Money Man. Oh, it's the money man. Thank you, sir. $100,000. I could definitely reach $1 million. And what he did with the rest of his time to keep himself entertained was interesting. I am building Es ist ja eigentlich nur die Frage, wie viele Items, also wie viele Produkte er hat, um diese 10.000 zu erreichen. the cheese ball wall. It's done. The Great Wall of Cheese balls. Oh yeah, baby! Here we go! 3, 2, 1. Würde ich auch machen. It was worth it. It was so worth it. On day 13, Alex decided to upgrade his shower because It's a piece of crap. What I'm gonna do is use 4 of these shelves to reinforce the shower. Okay, here we go. Ah! I'm gonna use plastic liner, drape it across here. The walls are waterproof now. all right, you gotta give it to him. This man is literally constructing a functioning shower out of just raw store parts. Bam, there it is. Shower's done. Time to test it. Okay, it's been a few days in here. I'm gonna build a wall. Now, I never thought I'd see this, but Alex literally used all the water bottles in the entire store to build walls for his makeshift shelter. He even created a bed using all of the toilet paper, and it looked kind of comfortable. This is pretty cozy. I'd fall asleep right here. I gotta get to scanning. Kind of had my eyes on these bad boys for a while. Gift cards. These things are freaking expensive. It is actually surprising how expensive birthday cards are, because Alex was able to hit his $10,000 mark only using the cards. And after I got back from filming at the island, Hey, it's been a while. Alex went to see if we could help him use the forklift in the back of the store. You know, if you could get it in the store, that'd be super helpful. You're sure you're gonna let Chris drive this? Yeah. Not the bakery! I think maybe one more. Oh! Hey, it's in! Yes! Yeah! Enjoy your forklift. We'll see you tomorrow. Even though it's only been a day since he last saw me, it seemed like Alex really started to miss me. At least, that's the only explanation I have for what he's about to do. I saw this cutout of Jimmy over here. We're gonna be hanging out a lot, you and I. He's just gonna watch, make sure I don't lose count. Just scanning away for another 10K. $10,000, 33 cents. Over the next few days, Alex's efficiency was through the roof thanks to his new forklift. So he even had enough time to upgrade his bed. And it was quite the improvement. Das ist so much better. And even though Alex's original goal was to get $1 million, I think we're going for $1 million on this one. I hope not. he started documenting what he'd spend the money on and came to realize maybe he didn't need to stay as long as he thought. $1 million is nice in theory. I'm still missing out time with my boys. Both their birthdays are coming up in the next 2 months. I've never missed a birthday yet. So after thinking about what I want to put the money toward, I realized that I need to at least make $500,000. But right now, I only have 200. So in total, I got 50 days I gotta be in here, almost halfway there.
On day 22, Alex decided to absolutely decimate all the goldfish in the grocery store. Oh my god! Okay, so this is $10,000 worth of goldfish. I could feed an army of toddlers. All right, thank you, sir. You're living a regular life now, almost. You're getting paid 10 grand a day to miss your family. Yeah. And you can just do this however long you want. Yeah. And you can just do this however long you want. Ich würde einfach so lange bleiben, wie As ich you kann. can see, the days started blending together for Alex. But eventually the day came where he decided to sell the water that he originally used for his shelter. But since he couldn't sell the empty shelves in the store, he realized they make pretty good walls. I'm gonna reinforce the house with metal shelves. This is the way. As you can see, Alex is feeling pretty at home now. But what he doesn't know is when I bought this grocery store, I stopped paying the electricity bill. So at any point now, all the power's gonna cut off and his freezers won't work, the lights won't work, and so much more. The challenge is gonna get way harder. But to give him some motivation before things get pretty crazy, we thought Alex deserved a reward. Are you excited to see your dad? Yeah. You ready to do this? Yeah. I think he might literally cry. This is gonna be crazy. Oh my gosh. Okay, Alex, we have a surprise for you. Hello. We brought some special guests. Hi, buddy. Yesterday, you were telling me about how much you miss your family, and I felt kind of bad. So to celebrate 30 days, we're gonna let you spend the day with them. Dad, what are you doing? Daddy, I need to go pee. What's happening with all the boxes on the floor? I made a race car track. Oh, is that the car? Yeah. Wait, can he ride that? What do you think, dude? Ich muss hier unbedingt morgen aufräumen. Einfach ich heute aufräumen, weil ich hatte keine Zeit. Today I got to see Sarah and the boys. It was freaking amazing. And Sarah was as beautiful as ever. I love you. Bye, buddy. I love you. Oh, Werbung. Nö. Oh, ne. 10 Sekunden. Doppelwerbung. Jetzt haben wir's. Schon 21 Uhr. Heartbreak. When I saw my kids, I mean, they like look different to me. Home, start scanning stuff now. We're gonna. What the heck? Why are the lights off? What are these shenanigans? Where's my flashlight? Is this some kind of joke? Houston, we have a problem. Did you do this, sir? Knock, knock. Oh, wow. This is so much creepier. My power's out, Jimmy. Yes. So when I bought this grocery store, they gave me a form to put like the utilities in my name, and I just never filled it out. The cameras and cash registers are hooked up to a generator because we need those. So what am I looking at over here? Okay, so I had originally $60,000 ready to go. Oh my gosh. But I assume now that the power went out, you're gonna sell the frozen stuff. Yeah, things have changed. We need to get to scanning. Let's get rid of these hot meats. Assembly line. All right, I'll hold the cart. Assembly line. I'm the door holder. And while they're clearing out the freezers, I want to tell you guys about Shopify. Shopify helped pay for Single wieners. Cheesy. Cheesy wieners. Kanga coolers are lightweight and instant. Wait, you double scan that. Hold up, you can have the Kanga cooler. You can fit a human head in here. Anyways, click the link in the description down in the shop app right now. You can buy. Here's your 10 grand. Also, here's a Kanga cooler. Oh, nice. Oh, by the way, Alex, I'm going to Africa for a week. At this point, I once again had to leave to go film a video in Africa where I built 100 wells. Well, number one is a success. Alex spent the rest of his day rushing to get all the frozen food sold so it could be donated. Because I'll just be scanning stuff in the dark from now on. We really hope Jimmy turns the power on. It's gonna suck. I'm not gonna lie, being left without power affected Alex way more than I thought it would. I guess the food wasn't the only thing getting checked out. Wie funktionieren noch die Kassen? Ich glaube, da wurde einfach nur der Lichtschalter umgelegt. Und gesagt, es funktioniert jetzt nichts mehr. Habe ich so ein Gefühl. What if you can tip over a forklift? Oh! Careful on aisle 7. So I'm going to the back. I
I'm gonna open up this dock door and let some daylight hit my face, breathe in some fresh air, because this is not gonna do it. $1,000. Why stop now? Gotta keep loading these carts up. Got a lot of food to get through. Just carts and pools of money and waiting for the days to go by. The most exciting part of my day is being this close to the red line. I'm just a sad old miserable boy back here. Nothing's ever been sadder in my life except living in a grocery store. Ja, irgendwie stelle ich mir das cool vor, aber natürlich, wenn du nicht, komplett nicht raus darfst. I'm like way ahead on checkouts still. I don't want to do anything. This line, see my family. There's a bunch of pallets back there still that I haven't even dug into. Some glasses, ice packs. Oh, what the? Look what I just found. Instastart quick pack lantern. Nice. I got 5 of them. I just lit them all up. They're on full blast right now. It definitely lights up the entire space really well. I feel like I can actually like hang out in here again. Oh, Alex, are you here? Yo! Another 10K? Yeah. Let's go, dude. It's crazy I have all this money, but there's nothing I can do with this money while I'm in here, except just look at it. Well, you can't look at it because it's so dark in here. So I'm gonna bring some lights in. Are you serious? For filming purposes. All right. What are you gonna do for the rest of the time you're in here? Something I definitely want to do is go ahead and just run through all these shelves with the forklift. Oh. You asked for this. What is going on? All right, time for me to not be here anymore. We'll see you tomorrow. Here's your broom. Thanks, guys. Enjoy cleaning. After spending an entire day cleaning up Chris's mess, Alex took advantage of the newly opened space to set up a pool he found in the back. Off we go. Ja, einfach einen Pool reinbauen. Wie kommt er da nicht auf den ersten Tag drauf? Hose out here, stick it in this pool, and sometime tomorrow we'll have a grocery swimming pool. It's been over a week and Chandler won't tell me what happened while I was gone. This place looks completely different. Oh God, open the doors, I gotta see this. Whoa, where did everything go? We did a little remodeling while you were gone. This looks like someone gave Chris a forklift. Everything makes sense now. Can you show me the pool? Yeah, you wanna get in? Do you wear socks? Yeah. That's crazy. Oh, it's freezing. Get off! What do you typically do in the pool? I just kind of float around. This was fun and all, but I think we should check out. Thanks for the groceries. Enjoy your pool. All right, I'm just gonna grab everything from the back and just put it up here, organize it, and who knows, maybe there's something fun in there. It's no secret at this point, Alex was pretty tired. And while he was making his rounds in the forklift, something unexpected happened. Oh, what? Oh, no! 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 Oh, dude! No! Oh my God! I was trying to turn one way and it just went the opposite direction. Oh my God. My freaking money is soaked. There's a bunch of product ruined. It's like so deep right here. It's in my space. It's all over the grocery store. Dude, I'm done, man. I just want to leave. We're going in. Alex! Buddy. Why is it so wet in here? Yeah, ill. Yo. Oh, Alex. Your golden chariot awaits you. Oh, look at you in bed. You good, dog? I'm alright, man. You look like a defeated man. Yeah, I busted the pool. How does one bust a pool? So I was driving by to drop off some pallets and I tried to turn and it just turned the complete opposite way. I was like, No! So all this got wet? How many more weeks do you have left? weeks. I'm just kind of taking it day by day right now. It depends how much longer I can go. I think he has many days left. This is ending soon. You guys want to come hang out for a little bit? Heck no. You're depressing. This is what the store looked like when Alex started the challenge, and this is what it looks like now. Ich hätte den Bruder nicht mitten in den Weg gestellt. It's day 44. It's almost dark outside. Jimmy hasn't come by today. I have stuff I need to sell. I'm just gonna move this stuff to the back. Hopefully somebody brings me the $10,000 today. Maybe they just forgot or something. It's really lonely in here. I'm just gonna
I guess sit in my chair till they bring me some money. Yo, what? Are you serious? Are you there, Jimmy? This is the first interaction. Places now. Can't say I blame him on it. Stimmt, die Dinger gibt es ja auch in Amerika. God, I freaking miss my family so. You're just tapping the bat on the ground. I would feel bad for him, except he's won $450,000. And he can leave whenever he wants. So he'll be fine. Alex! Hey, we were watching on the cameras. You looked very sad. Yeah, I'm pretty bored. Well, here's $10,000. Are you less bored? Helps a little. How many weeks left you got? I don't even know if I got an hour left. 450 grand. Are you saying you're content with it? Give me 1 second. I've got a surprise that might help you decide. What? Are you serious? Hey, babe. What the heck? Don't cry. Wear your shoes. Your shirt. To be clear, I didn't take his shoes. I don't know why he's not wearing shoes. These are all the things that this money's gonna go toward. Isn't this crazy? I can't even wrap my head around it. I feel like I could do another. Weigh the options. Make tons of money. Keep tons of money you already made. Honestly, it's not worth staying in any longer. Kids College. Well, then let's push the money out. The second you step on the red, it's over. I can move all the money back and we can keep going. It's your decision. All right, bring it back in. Okay, bring it back in. Just kidding. Alex spent 45 days in the store and walked away with $450,000. Can't believe this happened. This is freaking sick. Congratulations, Alex. Shout out to Albertsons for helping us fill the shelves. You guys were amazing. I'm gonna go find his shirt. Also, if you're wondering how we filmed this video because we blew up the Earth earlier, it was actually on the moon the entire time. Watch the Laser Maze video if that's confusing. Was? Ja, aber wie ist er nach Afrika geflogen? Ich sehe da. Ja. Ich glaube, ich mache jetzt so den Stream aus. 3 Monate hatten die das. Die haben das gedreht. Das war einfach 300 Millionen Cookies. Ich habe jetzt hier bei ich werde es macht was. Ich werde es mal installieren. Es ist nur noch für morgen oder vielleicht bis ich schaffe halt richtig zu booten. Minimale, ja. Weiter. Gucken, ob es überhaupt klappt. Passwort. Okay. Und man kann sich das Passwort anzeigen lassen. Automatisch anmelden. So. Meine Kopfhörer sind gefallen. Ich konnte sie am Kabel noch halten und die waren 2 Zentimeter über dem Boden. Jetzt sagt nicht, dass ich krass wäre. Mal gucken, ob es klappt. Was ich noch gucken wollte, es gab noch eine leichte. Warte. So.
Es ist alles weg. Alles. Aber eine Sache wollte ich noch machen. Aber ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das mache ich privat. Und zwar leichte. Ich glaube, das Streamdeck gerade. Es sieht noch flüssig aus. Ja. Suche. Leicht. Also falsche Tastatur. Leicht. Linux. Distribution. Gucken. Was? Hm. Mein Husten wird auch nicht besser. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Rufus Radierer, ne? 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 Antiques. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Mir fällt der komplette Name nicht ein. Nicht nur so ein Teil, sondern komplett nicht. Ich bin schon mal gespannt. Linux Mint probiere ich auf dem Rechner aus, aber das kann ich. Ich guck mal. So. Hä? Bunsenlab. Lab. Ist das ein Text? Hä? Ich habe Fragen. Erstens. Rede. Z. Okay. Ist weg. Bunsenlabs. Ne, warte. Ich bin mit Ubuntu sehr zufrieden. Und es läuft. Wie gesagt, Linux läuft super. Windows auf einem besseren Rechner überhaupt nicht. Ich würde auch mal gern probieren, darauf Windows 11 zu installieren. Oder wenigstens Windows 7 oder 10. Aber ich weiß einfach, dass es nichts bringt, deswegen
es lohnt sich für mich nicht, dieser Aufwand. Moment. Linux Mint. Linux Mint, Select Target, SanDisk, Select, Flash. Und der wird jetzt gerade geflasht hier. Starting. Das müsste erstmal geformatiert werden. Da war ja früher Ubuntu drauf installiert. Warum will die Luna Etcher Pro wann braucht man das? Wann braucht man 16 USB-Sticks? Vielleicht, wenn man in so einer Fabrik arbeitet, die so USB-Sticks hält. Oder wenn du das für jeden machen willst. Mint und Ubuntu sind mein Way to go. So. Aber ich glaube, das ist jetzt zu uninteressant. Ich werde mal gucken, ob ich gleich Mint als Try-Version flashen kann. Der morgen werde ich, glaube ich, nichts üben. Hier drauf ist Ubuntu installiert. Ist ein kleiner USB-Stick, der hat nicht so viel Power. Ist kein 3.0er. Heißt du Upload bekommen. 16 GB. Den anderen, den habe ich auch irgendwann mal geholt. Auf jeden Fall, haut raus. Ciao.